Ich glaube, ich bin... Nein, ich weiss, ich bin gut vorbereitet. Mountainbiken ist Freiheit. An amazing performance for him. Das Gewinnen ist das Schönste, was es gibt. Machen ist wie wollen, nur viel krasser. Das ist eine Zwischenfrage. Hier ist jetzt wie klar, dass wir hier in Gran Montana sind für den Testtag, oder? Ja, die Strecke hier in Gran Montana ist sicher speziell, weil eben einerseits ist es ein bisschen in der Höhe und sie hat sicher sehr viel Aufstieg. Und ich glaube, diese Sachen sind das, was die Strecke schwierig macht, und physisch und halt auch technisch. Mir entspricht es, und ich glaube, so ein bisschen als Allrounderin kann ich auch auf dieser Strecke schnell sein und habe versucht, auch so ein bisschen nach der zu trainieren. Sie haben kleine Änderungen gemacht zum Weltcup, den wir letztes Jahr hier hatten. Sie haben es ein bisschen sicherer gemacht, zum Teil auch ein bisschen schneller. Und ja, der Charakter von dieser Strecke ist eigentlich einfach hart. Es geht schon recht krass rauf. Und die Abfahrten sind auch ziemlich schnell, also man ist da schon ziemlich am Leiden. Und es ist schon wichtig, dass man mit den Aufstiegen stark ist. Ja. Eine Strecke in Brasilien sieht es halt einfach anders aus, oder eine in Deutschland oder in Tschechien. Das merkt man einfach, dass man in einer ganz anderen Region ist. Und da merkt man schon, das ist jetzt recht schweizerisch, eigentlich, wie die Strecke da ist. Ja. Für mich geht es nur eigentlich heute darum, ein bisschen den Charakter zu sehen von dieser Strecke noch einmal. Und das alles, wo welcher Aufstieg ist, können zu verinnerlichen. Aber Linien wirklich im eigentlichen Sinn, im Detail anschauen kannst du nicht, weil dann fahren Hunderte, wenn nicht Tausende Fahrer durch. Und dann plötzlich kristallisieren sich andere Linien heraus. Ja, ich finde es, man merkt immer mehr, dass es etwas Spezielles ist, dass wir die WM in der Schweiz haben. Danach ein bisschen mehr Druck wird es wahrscheinlich schon sein, weil die Zuschauer erwarten schon von uns Schweizer, dass wir dann auch gut sind. Ja, Ja, also ich denke, eine Weltmeisterschaft hat immer Drama. Jeder will sein Bestes geben, jeder geht all out vom Anfang bis am Ende. Und ich denke, es gibt sicher technische Aspekte, es gibt wahrscheinlich auch Stürze, und trotzdem wird es extrem physisch. Aber es ist halt nicht fertig, bis es fertig ist. Und ich glaube, das wird speziell hier. Es ist so eine physische Strecke, dass immer wieder jemand könnte, fertig sein mit seiner Energie am Ende, und jemand anderes könnte wieder aufblühen, weil er entsprechend eingeteilt hat. Und darum glaube ich, es wird ein spannendes Rennen. Und ich freue mich auf die WM. Also stell dir vor, du bist in einer Situation. Und die Situation ist vielleicht nicht die Situation, die du geplant hast, auch nicht die Situation, die du erwartet hast. Wenn du lernst, es langt, einfach Freude zu haben an der besten Lösung und der Körper dann da eine ganz klare Orientierung hat, bist du natürlich dann ganz schnell einfach massiv schneller, zum Beispiel in der Abfahrt. Wenn du denkst, ich habe brutal viel Zeit, dann kannst du viel schneller fahren. Und spannenderweise ist das auf dem höchsten Niveau da, wo der Unterschied macht. Diese Woche mit dem Team im Engadin haben wir unseren letzten Feinschliff geholt für die kommenden grossen Wettkämpfe, die Weltmeisterschaft im Wallis. Ja, jede WM ist ja speziell, und dieses Jahr wieder mal Heim-WM. Ich glaube, ich bin gut vorbereitet. Und die Kombination mit den Emotionen, zu wissen, hey, das ist die Schweiz, das ist eine Strecke, die man legt, ich bin gut in Form, und was wollte ich noch mehr? Also das ist perfekt. Ja, ich bin sehr
voller Vorfreude, muss ich sagen. Es ist momentan wie eine gesunde Anspannung, dass ich halt weiss, hey, ich bin in Form, ich kann dort meine Leistung abrufen und ich muss jetzt einfach das Bestmögliche daraus machen. Oder ich will das Bestmögliche daraus machen. Ja, die nächsten Tage, ich glaube, ich will die ganz normal vorbeigehen. Jeden Tag nehmen, wie er ist. Freude haben an dem im Training. Eine gute Form, die ich habe, zu spüren im Training. Aber schon das so ein bisschen zu konservieren und dann die Energie freizugeben, wenn es wirklich darum geht, in der Woche, am Sonntag. Im Moment bin ich ziemlich ruhig, bin gelassen. Ich freue mich auf das Rennen. Ich freue mich wirklich auf eine coole Atmosphäre, gute Stimmung, Vollgas fahren, das Bestmögliche erreichen. Viele Spitzensportler reden von Konzentration und Anspannung. Sie reden jetzt immer mehr von Klarheit, Lockerheit, Offenheit und vor allem von Freude. Und ich denke, die anderen müssen sich da doch warm anlegen. Ja, darum, ich würde sagen, es ist alles nach Plan gelaufen, sehr zufriedenstellend und es kann losgehen. Der schwierigste Moment war definitiv der Zielsprint. Weil dort habe ich meine Medaille in diesem Sinn verloren. Also das ist hart zu akzeptieren in der Zieleinfahrt. Es war so knapp für die Medaille zu gewinnen. Und es hat halt einfach aus gewissen Gründen nicht gelangt. Vielleicht könnte das ein Grund sein, dass wir zu viel Druck gemacht haben. Dass ich endlich den WM-Titel, der mir noch fehlt, dass ich den holen kann. Ja, schon erhofft, dass ich ein Top 10 schaffe, weil ich weiss, dass ich das eigentlich kann. Haben wir mehr erhofft, aber es ist jetzt auch nicht schlecht. So 18. vor der Welt muss man gleich noch schaffen. Ich glaube, gefällt hat in Gran Montana nichts. Ich glaube eher, dass etwas ein bisschen zu viel war, dass ich meine eigenen Erwartungen und den Druck nicht ganz so viel befreit fahren konnte, wie ich das eigentlich schon konnte. Und ich glaube, das ist das, was ein bisschen weit den Unterschied gemacht hat. Und ich glaube, das ist das, was ich mitnehme. Ja, das Cross-Country-Rennen war für mich super schwierig. Es war leistungsmässig ein Tag zum Vergessen. Ich konnte wirklich nicht das performen, was ich wollte. Nach dem Rennen ist es mir nicht so gut gegangen, aber dort ist mir der Rückhalt vom Team auch gegeben worden. Sie haben gesehen, ich kann alles geben, es ist einfach nicht gegangen. Und das so von ihnen, wenn es auch nicht läuft, der Rückhalt, das Vertrauen in mich wieder zurückbekommen, das ist sehr schön. Das, was ich vor allem mitnehme, dass ich glaube, ja, mit meiner Karriere, was ich schon erreichen konnte und was ich durchstehen konnte, mit dem allem Frieden schließen und das akzeptieren, wie es ist. Und vor allem, das ist das Wichtigste, kann wertschätzen. Weil wenn ich immer nur etwas im Hintern noch laufen und nur denke, hey, nur wenn ich das noch erreiche, dann ist meine Karriere perfekt. Das setzt mir extrem Druck aus.
Und ich denke, das ist nicht hilfreich auch für die Zukunft und das ist das, was ich mitnehme. Und wer weiß, wie gut ich in Form bin in einem Jahr. Ich sehe die ganze Zeit, die wir hatten, die Vorbereitungen für die Heim-WM, ich nehme es als mega positiv mit. Es war einfach eine mega schöne Zeit. Für mich ist nicht nur das, was man hinter der Ziellinie erreichen kann, ein Erfolg, sondern vor allem auch der Weg dorthin. Das ist das, was mich mega inspiriert hat in dieser Zeit. Und die Inspiration nehme ich definitiv auch mit für die Zukunft. Tension is high, but we are very confident for Alessandra. She's very motivated. She's not even nervous. So yeah, I think she's going to do it today. Nothing to say anymore. It's everything prepared. She is in perfect shape. So yeah, let's hope the best and cheer on. Zwei Medaillen in einer WM, das ist grossartig. Von Lenzerheide 2018, wo ich auch U23-Weltmeisterin werden konnte, bis Gran Montana oder Zermatt 2025 ist definitiv sehr viel passiert. Also das eine ist in der Industrie, aber auch im Sport. Die Rennen sind immer schneller geworden, es ist sicher professioneller geworden. Und ja, im Rückschluss auf mich persönlich, ich bin sicher noch eine komplettere Athletin. Und eines dieser Schlüsselelementen ist, dass das Team in dieser Konstellation schon so lange unterwegs ist. Zusammen. Wir wissen genau, was braucht wer, zu welchem Zeitpunkt und wer übernimmt welche Handlungsschritte. Wir arbeiten wie nicht mehr an der Basis, sondern wir arbeiten an den mega feinen Details. Und das ist natürlich grossartig, dass man so in den Details arbeiten kann. Und das sind eigentlich auch die paar Prozent, die es dann braucht, um den Sieg. Ja, unglaublich ist es passiert. Es war die Fortsetzung vom Trainingscamp in Pontresina, wo unglaublich gute Stimmung war. Alle waren motiviert. Und dann kommen die Rennen am Dienstag mit dem Weltmeistertitel von Alessandra, wo so der erste Abschluss ist von der Vorbereitung. Und gestern die Bronzemedaille. Während dem Rennen musste ich einfach vor allem in den letzten 2 Runden grausam leiden, dass ich den 3. Platz heimfahren konnte. Weil einerseits energetisch und auf der anderen Seite habe ich es einfach sehr fest wollen. Und ich muss schon sagen, die Fans am Streckenrand haben mich sehr, sehr fest motiviert. Das ist definitiv so. Das härteste ist sicher das Leiden auf den letzten 2 Runden. Einerseits mega im Elend und auf der anderen Seite einfach nur mega glücklich und dankbar, wie viele Leute
an der Strecke waren. Und es war so cool. Es war ein rotes Schweizer Meer. Es sind sozusagen nur gefühlt für mich nur Thymus-Liebli dort oder Schweizer Kreuz. Und so etwas zu sehen, das ist einfach grossartig. Und ja, es macht mich mega stolz, dann auch das Schweizer Kreuz können selber auf der Brust zu tragen. Und ja, es war eine intensive Woche, auch emotional, mit mega vielen Eindrücken, und die müssen auch immer verarbeitet werden. Und darum super cool, dass er für 2 Medaillen gelangt hat.